Es verkürzt Wege, so, man ist viel schneller erreichbar, Informationen gehen nicht verloren, Informationen können nachgeschlagen werden. Also das ist für uns ein großer Pluspunkt. Ich heiße Dennis Meyer, ich bin Heilerziehungspfleger und arbeite hier in dieser Kita seit 8 Jahren, seit 10 Jahren für die Stiftung Alsterdorf. Hier in der Kita haben wir ein bisschen über 100 Kinder. Die Kita gibt es seit ein bisschen mehr als 30 Jahren hier im Stadtteil. Unsere Kita zeichnet aus, dass bei uns wirklich jedes Kind willkommen ist. Wir haben da eine lange Tradition, alle Kinder aufzunehmen. Wir gehören zu einer evangelischen Stiftung, aber wir sind multireligiös hier aufgestellt. Wie der ganze Stadtteil, also ungefähr 80-90% der Kinder, die zu uns kommen, haben sogenannten Migrationshintergrund. Genau, bei uns gibt es viele Sprachen, viele Religionen. Und auch die Stiftung Alsterdorf ist ja ein großer Träger der Behindertenhilfe. Das heißt, wir arbeiten inklusiv. Früher lief die Kommunikation mit den Eltern über ausgedruckte Briefe oder Zettel. Wir haben dann 100 Zettel ausgedruckt, die wurden in die Gruppen gegeben. Die Gruppen haben das dann beim Abholen oder beim Bringen den Eltern gegeben. Ansonsten halt viel über Telefon tatsächlich. Wenn es was Dringendes ist, hat man natürlich angerufen. Also es ist gerade was Telefonnummern angeht, also wir haben es so oft, dass Telefonnummern, wenn wir sie brauchen, gerade Handynummern nicht mehr aktuell sind. Oder es gab im Büro einen Ordner, es gab Telefonlisten in den Gruppen, es gab dann die Ordner in den Gruppen und wenn wir Pech hatten, standen überall andere Telefonnummern, weil das dann nicht übertragen worden ist. Das sind alles so Sachen, wo Family jetzt schon die Dinge vereinfacht hat. Genau, wo alle immer auf dieselben Daten zurückgreifen können. Unsere Maßgabe ist alles Organisatorische möglichst über die App und alles Persönliche soll nach wie vor im persönlichen Austausch im Gespräch passieren. Also die App soll ja nicht die Erzieherinnen-Gespräche ersetzen oder alles, was mit Entwicklung des Kindes zu tun hat, bleibt im Persönlichen und kommt nicht in die App. Aber wir nutzen die App, um alles Organisatorische zu klären. Wir teilen Dokumente halt über die App, nutzen den Kalender für Dienstbesprechung, Vorbereitungszeiten. Meine Kollegin im Moment bietet auch gruppenübergreifend zum Beispiel Bilderbuchkino an oder Erzähltheater oder so. Und auch das stellt sie dann den Termin in die App rein, lädt die Gruppen ein und die können dann über die App angeben, mit wie vielen Kindern sie kommen. Die App hilft uns auf jeden Fall, einen besseren Kontakt zu den Eltern aufzubauen. So, das ist bei uns nicht immer ganz einfach, alle Eltern zu erreichen. Aber es gibt vielfach eine Barriere oder eine Hemmung auch, zu uns zu kommen oder uns anzusprechen. Die Kinder werden auch dann oft nicht krank gemeldet. So, also die Hürde, uns anzurufen, ist einfach da. Wir haben gemerkt, also die Eltern, die jetzt dabei sind, sind begeistert. Das ist das Tolle. Wir hatten so ein paar Eltern, die von Anfang an da wirklich dabei waren und das auch dann vorangetrieben haben und das auch sehr vielfältig nutzen, wo wir merken, das schafft schafft Transparenz. Jetzt auch mit dem neuen Tool, dass Texte in der App übersetzt werden können, ist das für uns ein echter Pluspunkt, weil wir ganz oft einfach eine Sprachbarriere haben. Ich würde es natürlich immer weiterempfehlen. Bisher sind da meine Erfahrungen wirklich sehr positiv. Also ich habe bisher auch konnte mit allen Fragen und Problemen echt mal schnell ein gutes Feedback bekommen. Ich finde, die App ist gut zu bedienen. Sie nimmt Datenschutz ernst einfach. Und also ich finde, so schwierig das Thema auch manchmal ist oder man kann es als hinderlich empfinden. Ich finde, es geht ja um Kinder, es geht um Kinderdaten. Es ist einfach absolut wichtig, finde ich, dass wir dafür sorgen. Und da habe ich ein gutes Gefühl einfach bei Family.